Als Mensch verstehen sie gefühlsmäßig, was moralische Schuldigkeit ist. Es ist der einzigartige Zustand, das anscheinend nur im Fall Menschen gilt. Es erscheint uns selbstverständlich, dass Menschen als Lebewesen der hohen Ordnung frei behandeln. Das heißt, obwohl etwas getan war, man hätte anders handeln können, um ein anderes Ergebnis hervorzubringen. Weder Sünden noch Wohltaten, Handlungen noch Unterlassungen zwangsläufig sind. Wir glauben, dass eine Macht besteht, die Zukunft zu bestimmen. Abwesend einer zureichenden psychischen Ausrede verdienen bestimmte Menschen bestraft zu werden, angesichts das, was sie getan haben. Hussein konnte alle seine Zerstörung vermieden haben, Geld ausgeteilt, die Bevölkerung unterstützt. Anstatt lässt er die schlimmsten Dinge passieren. Das, moralische Schuldigkeit zufolge, verdient Bestrafung, eine Wiederherstellung der Gerechtigkeit und schmerzhafte Vergeltung für das, was getan war. بابا شايف الهدية ليلو؟ بابا شايف الهدية ليلو؟ أحسن بنات بالدنيا. زين سباقة زعيقة خطوط فيها معنا في كل حلو. إيه؟ نادر. لا خلينا واحد دبل. Es ist schlüssig zu erkennen, dass die gesellschaftliche, implizierte Annahme der moralischen Schuldigkeit nicht nur für Verhinderung oder Abschreckung spricht. Im Gegensatz, Konsequentialismus zufolge, ist es möglich, die Bestrafung Hussein und sein Regime rechtfertigen, indem es weitere Leid oder Gefahr ausschließen konnte. Zwar sogar Husseins Hinrichtung konnte auf diesem Grund gerechtfertigt sein, indem es zum Beispiel zivilistische Unruhen verbeugen konnte. Der Punkt ist, solche Bestrafung ist nur zielgerichtet, bestimmte Konsequenzen zu vermeiden. Vielleicht das klarste Beispiel des Gegensatzes. Ein Konzept in totalem Einklang mit moralischer Schuldigkeit ist die Hölle. In diesem Beispiel, denn Zweck ist nicht nur Verhinderung. Wäre das so, Gott konnte vermutlich die Sünde vernichten, damit sie nicht weitere Übertretungen durchführen konnten. Take the lustful, caught in a hurricane of their own uncontrollable desire. Gluttons, eaten again and again by, you guessed it, mad dog Cerebus. The greedy love material things like diamonds during life. They spend death attached to a different type of rock. The deeper we go, the further we are from God, and the worse the sins become. Like the wrathful, angry dudes who stay angry forever. Die Tatsache, dass die Einwohner niemals es verlassen werden, zeigt klar, dass es in keiner Weise als Besserung gemeint ist. Natürlich, die Konzept einer Ewigkeit ist eine machtvolle Abschreckung. Nichtsdestotrotz, falls es eigentlich existiert, es muss einen weiteren Zweck haben, nämlich die Vergeltung. Sonst, Gott hätte nur gelogen, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. And lazy people, doomed to lay bone idle for eternity. The violent,
spill the blood of others. They spend eternity in boiling blood. For Dante, the souls of suicides, those violent to themselves, don't deserve human form. They're trapped forever as dead trees. Blasphemers, violent against God, must forever face God's raining fire. Diese Art Bestrafung, also aufgrund der Schuldigkeit basiert, ist nicht nur auf Verbesserung, Abschreckung oder Verhinderung zielgerichtet. Es ist die übliche menschliche Überzeugung, dass angesichts bestimmter unmoralischer Entscheidungen Menschen verdienen zu leiden. Soweit Leid absichtlich bei Bestrafung ausgelöst ist, ohne man verbessern oder verhindern zu können oder anderen abzuschrecken. Dieses Leid ist die Währung der Moralbestrafung. Je sündiger das Verbrechen, desto schmerzhafter die Bestrafung. You murdered my son, Danny. You are a killer. You're a pathetic excuse for a human being. In fact, you're not even a human being. You don't deserve to be called human. You're a monster and will forever be titled a triple murderer. I have many more words I wish I could say that would express my pure disgust and hatred for you. But unlike you, as we've seen today, I obey the law, and that's why I'm standing here, a free person, something you will never be. I hope you have a cold, rough, unkind, harsh prison life with monsters like yourself. I want you to endure years and years of pain and abuse, which is, in my opinion, not harsh enough. If I had my choice, you would die an extremely slow, torturous death. Es ist anscheinend nur für Menschen geeignet. Wir nehmen gefährliche Tiere fest, stecken sie hinter Gittern und wohl kaum zu betrachten sei die Aussicht, dass sie moralische Rache oder Vergeltung verdient haben. Das erscheint uns verrückt zu sein. Als metaphysisches Konzept, Schuldigkeit ist anscheinend nur für Menschen gemeint. Am Kern dieses Konzepts liegt die Annahme, dass Menschen frei behandeln. Es hat sich aber bisher sehr schwierig bewiesen, genau zu definieren, was man haben muss, um frei zu sein. Nahezu alle Rechtssysteme setzen die gleichen Anforderungen voraus, die in erster Linie mit Kontrolle zu tun haben. Nach englischem Recht verliere einen Verteidiger komplette körperliche Kontrolle, wenn er eine gegebene Tat ausführe, zum Beispiel während eines epileptischen Anfalls, bestehe eine totale Verteidigung. Diese Arten Verteidigung grenzen sich den Verteidiger, die beschuldigte Person, von seinen Behandlungen ab. Obwohl er agierte, die verantwortliche Auslösungen seiner Behandlungen sind anderswo gefunden. Man sieht nicht so verantwortlich die Charakter der Beklagten als diese äußeren Effekte, die er nicht leiten konnte. Im Grunde genommen, diese Effekte drücken sich die Tat und die entscheidungsfähige Kapazität der Beklagten ab. Ted Bundy hat das klar verstanden. Do you remember what pushed you over that edge? Do you remember the decision to go for it? Do you remember where you decided to throw caution to the wind? Again, when you say pushed, I know what you're saying. I don't want to infer again. I understand that. That I was some helpless kind of a victim. Hat genau das Motiv, ein Bild zu malen, wo den minimalsten Anteil von Verantwortlichkeit trägt, ist aber klug genug, im Voraus einige Macht aus dieser Kritik zu entnehmen, bevor das Publikum selbst es denkt. And yet, we're talking about an influence that is the influence of violent
types of media, and violent pornography, which was an indispensable link in the chain of behavior, the chain of events that led to the behaviors, to the assaults, to the murders, and what have you. It's a very difficult thing to describe. The sensation of reaching that point where I knew that it was like something had, say, snapped. That I knew that I couldn't control it anymore. That these barriers that I had learned as a child, that had been instilled in me, were not enough to hold me back with respect to seeking out and harming somebody. Would it be accurate to call that a frenzy, a sexual frenzy? Well, yes, that's one way to describe it. A compulsion, a building up of this destructive energy. Another factor here that I haven't mentioned is the use of alcohol. But I think that what alcohol did, in conjunction with, let's say, my exposure to pornography, was alcohol reduced my inhibitions. At the same time, the fantasy life that was fueled by pornography eroded them further. You see. Gail Strawson sieht Schuldigkeit und den freien Wille als miteinander verbunden, indem die Richtigkeit von Entscheidungsfreiheit an eine Erfüllung der Anforderungen totale Schuldigkeit abhängig macht. Bevor wir die schlüssige philosophische Argumente gegen moralische Schuldigkeit prüfen, lohnt es sich zuerst, diese Selbstverständlichkeit der Schuldigkeit zu überlegen. Natürlich sind wir evolvierte Lebewesen, nicht programmiert, große philosophische Fragen nachzugehen. Als sie durch die Dunkelheit des Nachtwalds rennen, wäre es keine Irregularität, Angst zu spüren. Es lindert sich mit Alter, doch die Schatten können immer wie den Teufel wirken. Schuldigkeit, ich würde behaupten, ist ebenso eine natürliche Einbildung, eine Täuschung mit seinen eigenen Evolutionsvorteilen. Aber im Gegensatz zum Teufel in den Schatten, sie ist nicht so hinterfragt worden. Zwar, Hilary Bock hat den Glauben an unseren freien Willen als vorreflexiv genannt, indem seine Richtigkeit als selbstverständlich angesehen ist. Wenn man dann versucht zu erläutern, wie die angeforderte Freiheit in dem menschlichen Verstand überhaupt funktionieren konnte, stoßt man sich auf unüberwindliche Probleme. Ein guter Punkt, von dem anzufangen, wo viele eingestanden sind, ist, dass es Umstände außerhalb unserer Kontrolle gibt, denen wir völlig hilflos aufgeliefert sind. You didn't pick your parents. You didn't pick your genes. You didn't sculpt your genes. You didn't pick the environment in which your genome was going to be expressed. You didn't pick the way your interaction with the world and other people sculpted the microstructure of your brain so as to give you the brain you have. You didn't pick the number of receptors you have of every type at every synapse. You didn't pick all the charges that are currently in place in your brain at this moment. You haven't created your neurophysiology. Wir sind passiv diese Faktoren gegenüber. Es gibt keine Freiheit, von zu sprechen. Strawson nach, wahre Schuldigkeit im moralischen Sinne voraussetzt, dass es völlig bei einem liegt, was einem macht, im möglichst starksten Sinne, dass man der Urheber seiner Taten ist. Es erfordert, dass man mehr als eine passive Verbindung in einer Kette ist. Denn die Dominos sind nicht schuldig, gefallen zu haben, sondern wer die Kette in Bewegung gesetzt hat. Dies ist auch intuitiv der Fall. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Ausbruch eines Vulkans weit von Ihnen entfernt. Leute sind getötet. Halten Sie es für gerecht, dass Sie, als jemand, der nichts damit zu tun hat, Schuldigkeit tragen muss, bestraft werden,
oder sogar zu Leiden verdrängt sind. Sie haben genau den gleichen Anteil der Verantwortlichkeit für die oben genannten Faktoren, wovor die Voraussetzung für Moralschuldigkeit nicht erfüllt ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder unsere Realität ist deterministisch oder indeterministisch. Keine der beiden Fälle entspricht die Anforderungen der Moralschuldigkeit. Wie bei näherem Hinsehen klar wird, halten wir ebenso viel moralische Verantwortlichkeit bei unseren Taten als bei dem Ausbruch eines Vulkans. Falls Determinismus eine Realität ist, denn alles, was bisher geschehen ist, musste so geschehen. Vom Anfang des Universums an existierte nur eine Möglichkeit, genau die Geschichte, wie es bis jetzt uns bekannt ist. Das Universum ist nach diesem Bild eine gigantische Ursache-Wirkungskette. Der Laplacische Dämon, der allwissende Zuschauer, wissend alle Naturgesetze und die Komposition des Universums, sieht den Zukunften voraus. Let's say I had written down on a piece of paper the next sentence you're going to speak, Okay. right? So I had verbatim what's going to come out of your mouth now. And you just, so you know, you start your side of the conversation and I just hold up this pad and you see that I have everything that is just now occurring to you to say. That would be pretty persuasive to you that you're not running a free will program over there, Right. right? And so that's the intuition that I'm trying to get at. So that if we can predict what you're going to think before you think it, where is your free will? Because you're going to be, your thinking it is the basis of your sense of free will in the first place. You feel like you're authoring this next thought. You feel like it's. But if I could show you that we knew what you were going to do before you did it, that would erode this sense that you're free to do otherwise. In what sense could you have done otherwise if I can hold up this piece of paper and show you that you were committed? Obwohl es ihnen erscheint, dass ihre Entscheidungen offen sind, gibt es eigentlich nur eine mögliche Entscheidung, die Ergebnis der Gleichung aller Effekte, die auf sie im Moment ihrer Entscheidung wirken. Also, sie sind gleichermaßen der Urheber des Vulkanausbruchs, aus der ihre Entscheidungen und Taten in den beiden Fällen obligatorische Naturprozesse haben stattgefunden. Der unbedeutende Unterschied liegt darin, dass sie als bewusste Lebewesen ihre Entscheidung gewollt haben. Sie denken, dass das Wollen unterscheidet die Situationen. Nicht so. Stellen Sie sich vor, gleich bevor ein Billardcue in Kontakt mit einer Kugel kommt, spürt die Kugel das Wollen, sich in genau die Richtung zu bewegen, in die es zugeschlagen wird. Das Gefühl ist ebenso eine Wirkung außerhalb ihrer Kontrolle. Natürlich, das heißt noch lange nicht, dass Willen und Entscheidungen irrelevant sind, denn sie Absichten, Charakteren und daher mögliche Zukunftsverhalten entdecken können, was sehr bedeutend für Konsequenzialismus sind. Der Punkt ist, das Gefühl des Wollens kann nicht die zentrale Anforderung Strawsons Moralschuldigkeit erfüllen. Urheberschaft. Wenn nicht im Determinismus, vielleicht die Indeterminismus bietet uns einen verborgenen Urheberschaft, eine Orteschaft, mit dem Leute die Schöpfer ihrer Gedanken und Entscheidungen sind. Eine Stelle, in der sie ganz oder teilweise Entscheidungsketten in Bewegung setzen können. All right, if I can understand it now, there's this battle going on within. There are the conventions that you've been taught. There's the right and wrong that you learned as a child. And then there is this unbridled passion fueled by your plunge into hardcore violent pornography. And those things are at war with each other. Yes. And then with the alcohol diminishing the inhibitions, you let go. Well,
Yes, and you can summarize it that way, and that's accurate, certainly. Es ist in diesem Kampf zwischen Übel und Zurückhaltung, Wille meinen, dass den freien Wille eingreift und besteht. Obwohl Dränge oder Gedanken auftauchen, sie, das indeterministische Selbst, mit ihren eigenen Erfahrungen und Gefühlen, diese bewerten und überlegen können, worauf eine Entscheidung getroffen wird. Trotz der Einflüsse der umgegebenen Welt und außer begrenzter Ausnahmen, wie den epileptischen Anfall, nichts drängt ihnen so oder so zu behandeln, denn dieses Selbst ist zum bestimmten Punkt frei, gegen diese Dränge zu agieren. Um überhaupt möglich zu sein, dieses Bild des menschlichen Verstands voraussetzt, dass uncaused origination oder unverursachte Urheberschaft existiert. Für die Gläubiger vielleicht in Form der Ziele, sonst wäre alles eine Wirkung, eine Ursache. Und das schon diskutierte Universumsmodell von Determinismus gelten würde. Offensichtlich, diese unverursachte Urheberschaft muss eine nicht zufällige Natur haben. Als Hilary Bock argumentiert hat, Wahllosigkeit stellt genau das gleiche Problem als Determinismus dar, fehlende Kontrolle. In welchem Sinne hat das unverursachte Urheber Freiheit, wenn das, was entscheidet, wahllos ist? Determinism doesn't get your free will because you're just a machine. Okay. Randomness doesn't get your free will because you're just a machine that's throwing dice occasionally. Das Problem ist überhaupt zu erläutern, wie denn Urheberschaft funktioniert, wenn es nicht wahllos oder deterministisch ist. Was wir brauchen, ist etwas Deliberatives, womit Urheberschaft dem Selbst zugeschrieben kann, auf eine nicht zufällige Weise. Doch für alle mentale Aktivitäten, wie wir sehen würden, das ist unmöglich, sogar wenn der Theist seine metaphysische Bedingung hat. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass unsere Entscheidungen eine Funktion von uns sind, was für Wörter, Präferenzen, Erwartungen, Ängste und so weiter wir haben, unsere mentale Komposition in der Zeit, bevor eine Entscheidung getroffen ist. First premise is, look, when we act, we do what we do because of the way we are, all things considered. But when I say we do what we do because of the way we are, I'm not just thinking about the genetic basis, which everyone agrees is pretty strongly influencing. Yeah. And then the early upbringing, which is also pretty strongly influencing. But when I say you do what you do because of the way you are in a particular situation, I am factoring everything in. I'm factoring in all the thoughts pro and con that are going on in your mind, the whole complexity, and saying, but nonetheless, what you do in the end will be a function of how your total brain state is at that moment, including all your sense of being able to vary things. Neurowissenschaftler werden immer besser zu verstehen, wie mentale Aktivitäten zu Entscheidungen kommen. Das Prozess mentaler Überlegungen und Urteilungen ist kompliziert, aber im Grunde genommen einige Gedanken oder Erwägungen herrschen, so dass Entscheidung X letztendlich genommen ist. Ted Bundy hat soziale Sitten oder Wahrscheinlichkeit seiner Ängste, festgenommen zu werden, zurückgedrängt und den Durst vor Mord herrschen lassen. Urheberschaft der Verfügung eine Präferenz zuzuschreiben, oder genauer gesagt, wie die alle miteinander zu einer Entscheidung kommen, musste man das bewusst ausgewählt. Das ist aber unmöglich. I'm going to say, in the end, what you do flows from the way you are, even in your deepest spiritual characteristics. You've somehow got to get to be responsible for being the way you are. But you can't. You can't get back behind yourself in such a way as to be responsible for the kind of person you are. So I can't. Therefore, I you can't, can't be responsible. I can't get out of that circle. I can't go back. But I think I can if you give me at that back part of your circle the some other element that is not caused by a prior condition. Yeah, but then
whichever way it goes, you've got to somehow have chosen it. But you can't choose it unless you already exist as a creature who has preferences. You can't, there's a two-word phrase, Latin phrase, you can't be causa sui, you can't be the cause of yourself. But you'd somehow have to get to be the cause of yourself to take fundamental, ultimate responsibility for yourself, and therefore for your actions that flow from the way you are. And so here's one point. Suppose you try to change the way you are at some point in your life. Well, the way you try to change yourself and the degree of your success in changing yourself will be a function of how you already are. So that's not going to work. Wie Harris argumentiert, wenn man wirklich konzentriert vom subjektiven Erleben her, das Gefühl von Ortschaft nicht existiert. Zum einen, wir kontrollieren die Gedanken nicht, die in dem Verstand ständig auftauchen. In der Tat, sie haben den gleichen Anteil Kontrolle über was sie denken würden, als das, was ich ihnen als nächstes sage. Sie denken nicht, was sie denken möchten, bevor sie es denken. Im Bewusstseinsstrom Gedanken einfach auftauchen. Even if a conscious intention were truly simultaneous with its neurophysiological underpinnings, there would still be no room for free will. Because you still wouldn't know why it is you do what you do. And again, this is a fact you can notice about yourself directly. Let's run a little experiment. But pick a city, any city, and just pay attention to what this conscious process is like. Now, the first thing to notice about this is as free a decision as you are ever going to make in your life. Okay, you have all the cities in the world to choose from, and I'm just asking you to pick one. Now, several cities have probably occurred to you, and just focus on one. So everybody got a city? All right, well, I'm sorry to say that you all picked the wrong city. Don't ask me how I know this, but I do. So I just want you to do this again, just so you can see what the process is like. Pick another city, can't be the first, and notice what that experience is like. Okay. Did you see any evidence for free will? Now, we better be able to find it here. I mean, if it's not here, it's not anywhere. So let's look for it. First, let's set aside all those cities whose names you don't know and therefore could not have picked. Okay, because you couldn't have picked one of those if your life depended on it. There's no freedom in that, obviously. Okay, and then there are many other cities whose names are quite well known to you, but which simply didn't occur to you to pick. I mean, for instance, perhaps Cairo didn't occur to you. You absolutely know that Cairo is a city, but for whatever reason, your Cairo circuits were not engaged. Okay, as a matter of neurophysiology, Cairo was not in the cards. So I want you to think about this. Were you free to choose that which did not occur to you to choose? Based on the state of your brain a few moments ago, Cairo was not coming. Okay, where is the freedom in that? And then let's say you thought of Paris and New York and Tokyo. Okay, and then you thought, I love Paris. I'm going to go with Paris. And the last minute you thought, no, Tokyo, I'll go with Tokyo. And now this is the sort of decision that motivates the idea of free will. You've got two or more choices, and you're picking between them, and it's just you and your thoughts. There's no coercion from the external world. You are doing it, apparently. But when you look closely, I think you'll find that you are in no position to know why you picked what you picked. In this case, why you chose Tokyo over Paris. I mean, you might have some additional story to tell about it. You might think, well, I had Japanese food last night, and so I remembered it, and I picked Tokyo. But even if you're right in this instance, okay, even if your choice of Tokyo over Paris is based on your memory of having Japanese food last night, okay, you still can't explain why you remembered
having Japanese food last night, or why the memory had the effect that it did. Why didn't it have the opposite effect? Why didn't you think, well, I just had Japanese food last night, so let's go with something new, let's go with Paris? Das Gleiche gilt für größere Entscheidungen. Fragen Sie sich, warum haben die Faktoren so gewiegt? Die Wahrheit ist, wir haben keine Ahnung. Wir sagen uns, X ist wichtig für mich, weil es so passiert ist und ich habe das so angesehen oder interpretiert. In der Wirklichkeit, wir können nicht erklären, warum es nicht den umgekehrten Einfluss hat. Sie können keine Verantwortlichkeit tragen für den Gestalt ihres Verstands und wie es auf Stimuli reagiert, für das Bewusstseinsstrom und die Entscheidungen, die daraus entstehen. So if you pay attention to how thoughts and intentions arise and how decisions get made moment to moment, I think you can see that there's no evidence for free will, that actually our experience in life is compatible with the truth of determinism.